Bei Bitcoin ist der Boden drin. Und das zumindest schreien relativ viele Retail-Anleger. Wir stellen uns die Frage, sollten wir tatsächlich jetzt schon kaufen? Die Zyklik, aber auch das Sentiment sagt uns momentan etwas anderes. Wir zeigen euch heute weitere Anzeichen, die dafür sprechen, dass es bei Bitcoin und allgemein im Kryptomarkt noch einmal eine Etage tiefer gehen könnte und dass sich Geduld in den nächsten Monaten wirklich auszahlen kann. Bis gleich. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Social Media ist momentan voll von Menschen, die den Boden bei Bitcoin, aber auch in vielen anderen Kryptowährungen ausrufen. Sie behaupten das nicht nur, sondern denunzieren alle, die eine gegenteilige Meinung einnehmen und eben nicht daran glauben. Da wird man sehr gerne auch mal als Non-Believer betitelt. Wir wissen allerdings, dass das Sentiment, also die allgemeine Marktstimmung, eher als Kontraindikator hergenommen werden sollte. Das bedeutet, wenn die breite Masse euphorisch ist, dann gilt es sehr vorsichtig zu sein. Wenn die breite Masse sich allerdings in die Hosen macht und das Blut tatsächlich auf den Straßen liegt, dann lohnt es sich sehr, sehr oft beherzt zuzugreifen. Wir sehen diese Kapitulation noch nicht, deswegen glauben wir, dass auch der Boden noch nicht drin ist. Und wir werden euch heute noch weitere 6 Anzeichen vorstellen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit noch einmal bestätigen, dass der Boden bei Bitcoin und dem Kryptomarkt noch nicht drin ist. Also lasst uns mal mit diesen Indikatoren jetzt starten. Als allererstes fangen wir mit dem Bitcoin Investor Tool an. Das ist eigentlich ein relativ simpler Indikator, der eigentlich nur aus einem 2-Jahres gleitenden Durchschnitt besteht. Das ist hier diese grüne Linie und die rote Linie ist die grüne Linie mit einem Faktor von 5 multipliziert. Für uns wichtig ist allerdings momentan bzw. heute nur die grüne Linie und wir sehen eben in der Vergangenheit, in den ganzen anderen Bärenmärkten, dass wir zwar momentan unter dem 2-Jahres gleitenden Durchschnitt beim Bitcoin-Preis angekommen sind, aber dass in den vergangenen Bärenmärkten bei weitem noch tiefer runtergegangen ist und auch der Preis von Bitcoin sich wesentlich länger in diesem Bereich unter dem 2-Jahres gleitenden Durchschnitt aufgehalten hat. Das heißt, es könnte entweder sein, dass wir hier noch eine relativ lange, also über Monate andauernde Seitwärtsphase sehen, aber auch nochmal deutlich tiefere Tiefs zu sehen sind, die zum Teil auch bis noch unter 50.000 US-Dollar führen. Ein weiterer Indikator ist der sogenannte Balanced Price. Hier wird einfach ein gewisser Wert vom realisierten Preis noch einmal subtrahiert. Wie das genau vonstatten geht, ist eigentlich für das heutige Video gar nicht so wichtig. Wen das interessiert, der kann hier einfach mal die Beschreibung selbst sich angucken und das Video pausieren. Wichtig ist einfach nur, dass wir bei diesem Indikator beobachten, dass in allen Bärenmärkten der Bitcoin-Preis diesem Balanced Price immer sehr, sehr nahe gekommen ist, beziehungsweise auch zum Teil leicht unterschritten hat. Und momentan liegt der Balanced Price bei knappen 40.000 US-Dollar. Das heißt, bis zu diesem Kurs sind Kursrutsche noch relativ realistisch. Als nächstes schauen wir uns den MVRV-Z-Score an. Der ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Balanced Price. Allerdings wird es ein bisschen anders ausgewiesen. Und zwar hier wird im Endeffekt der letzte realisierte Kurs von Bitcoin hergenommen. Das heißt, der Kurs der Bitcoins, die zum letzten Transferzeitpunkt gegolten haben, weil man hier eben unterstellt, dass das auch der durchschnittliche Kaufpreis ist. Und hier war es immer so, dass der Wert von Bitcoin immer unter diesen Wert in den Bärenmärkten gefallen ist und auch ordentlich darunter war, was sich eben in diesem Z-Wert, in diesem Z-Punkte-Wert geäußert hat, der eben immer unter einem Bereich von etwa 0 gefallen ist, zum Teil auch in den negativen Bereich, wie wir hier zum Beispiel auch sehen, beim minus 0,18, minus 0,27 und so weiter und so fort. Also auf alle Fälle in diesem grün markierten Bereich abgetaucht ist. Und das sehen wir im jetzigen Bärenmarkt auch noch nicht. Das heißt, es ist immer noch einiges an Abwärtspotenzial vorhanden. Der Realized Price, der liegt momentan bei Bitcoin so bei etwa 50.000 US-Dollar. Also das heißt, da ist auch noch ein bisschen Abwärtspotenzial eben vorhanden. Eine ähnliche Metrik ist der Net Unrealized Profit Loss. Das heißt, wiederum, wie viel
Profit der einzelnen Bitcoin-Positionen momentan noch im Markt existieren. Wenn wir eben feststellen, dass keine Gewinne mehr im Durchschnitt vorhanden sind, dann fällt eben diese blaue Linie, dieser blaue Wert unter den Wert von 0%, also in den grünen Bereich hinein. Und das markiert dann eben auch das Bärenmarkt tief und von dort aus sind dann meistens neue Bullenmärkte zu sehen. Wir haben also diesen Bereich auch noch nicht angelaufen, sodass hier auch ein weiteres Anzeichen dafür spricht, dass es noch einmal eine Etage bei Bitcoin und den restlichen Kryptowährungen geben kann. Dann schauen wir uns noch den Long-Term Holder Realized Profit Loss beziehungsweise die Ratio, das Verhältnis aus dem heraus an. Hier sehen wir einfach, wie die langfristigen Halter ihre Bitcoin-Positionen halten, ob die insgesamt in einem Profit sind oder in einem Verlust. Und hier sehen wir auch wieder, ähnlich wie bei den anderen Metriken, dass in Bärenmärkten dieser Wert dazu tendiert, weit in den roten Bereich mit reinzugehen und der sich auch relativ lange, also etliche Monate auch, in diesem roten Bereich halten kann, wie wir auch hier und hier sehen. Und wir sehen hier, dass wir jetzt momentan nur gerade einmal so ein bisschen reingedippt sind. Das heißt, die Tiefe dieses Wertes ist noch nicht gegeben, wie bei den letzten Bärenmärkten, aber auch die Länge, in der dieser Wert in diesem Bereich verweilt ist. Und auch hier haben wir einen nächsten Indikator, der dafür spricht, dass es nochmal eine Etage tiefer gehen kann. Zu guter Letzt schauen wir uns noch die Bitcoin rollierende 52 Wochen Sharpe Ratio an. Das ist eine qualitative Risikokennzahl, bei dem einfach die Rendite gegen das Risiko gestellt wird und ein Verhältniswert angezeigt wird. Heißt einfach, je höher das Sharpe Ratio ist, desto rentabler war ein Investment in Bitcoin im Betrachtungszeitpunkt der letzten 52 Wochen, also des letzten Handelsjahres. Und je niedriger das ist, desto weniger Sinn hat es gemacht, die letzten 52 Wochen eben zu halten, weil das Verhältnis von Rendite und Risiko einfach nicht gepasst hat. Und hier sehen wir auch, dass in den vergangenen Bärenmärkten immer ein Bereich von -1 bis -2 angelaufen wurde. Ja, das sehen wir hier, das sehen wir hier, hier, hier und hier auch. Und wir sind ja auch noch meilenweit von der -1 entfernt. Das heißt, es kann hier auch noch ordentlich weit runtergehen. Und deswegen sind auch noch Kurse deutlich niedriger, als wir sie jetzt sehen, realistisch. Noch einmal als kurzes Fazit gezogen. Wir haben jetzt über diese 6 Indikatoren gesehen, dass diese uns Anzeichen geben, dass eine weitere Korrektur sehr, sehr wahrscheinlich ist, bevor der Boden bei Bitcoin und den anderen Kryptowährungen drin ist. Kann es anders kommen? Ja, das kann es natürlich. Wir arbeiten hier immer nur mit Wahrscheinlichkeiten. Investieren ist immer nur ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Absolute Sicherheit kann niemand euch geben. Aber das macht auch nichts, wenn sich die Wahrscheinlichkeiten anders ausspielen, wenn wir eine Strategie haben, die alle Eventualitäten abdeckt. Wenn wir diese abdecken, sind wir immer mit dabei, wenn die Party so richtig losgeht. Wie ihr am langen Ende immer gewinnen könnt, indem ihr euch so eine Strategie erarbeitet, erfahrt ihr in unserer Mastermind-Gruppe, die wir erst vor kurzem ins Leben gerufen haben. Dort lernt ihr genau solche Dinge, Strategien, Analysen, aber auch exaktes Timing zu finden, um den Markt eben dauerhaft zu schlagen. Wenn euch das interessiert, weitere Informationen findet ihr in dem angehängten Link in der Videobeschreibung. Das soll es für dieses Video auch wieder gewesen sein. Danke für eure Unterstützung und euer Interesse. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Ciao.